Hallo zusammen! Sowohl die Garmin Forerunner 570 als auch die Garmin Venue 4 liegen ja im UVP hier preislich gleich identisch mit 549 Euro. In diesem Video möchte ich euch zeigen, was die Unterschiede zwischen den beiden Uhren sind und vor allem auch welche Gemeinsamkeiten es hier gibt. Und hierfür habe ich auf der linken Seite die neue Garmin Forerunner 570 und auf der rechten Seite die Garmin Venue 4. Eine kleine Anmerkung: Die Garmin Forerunner 570 hat hier die Version 16.14, das ist momentan die Beta-Version. Das heißt also, es sind einige Funktionen, die noch nicht in der Release-Version sind, aber sich hier schon mit der Venue 4 decken. Den ersten offensichtlichen Unterschied haben wir dann bei den Größen. Beide Uhrenmodelle kommen mit zwei Modellgrößen heraus. Besser gesagt, die Garmin Forerunner 570 erscheint hier einmal in der 42 und 47 mm Variante, während die Garmin Venue 4 mit 41 mm und 45 mm aufschlägt. In dem Video seht ihr hier die beiden großen Größen, das heißt also die Venue 4 in der 45 mm Variante und die Forerunner 570 in der 47 mm Variante. Was das Display angeht, so bekommt ihr bei der großen Variante, bei der Forerunner 570 als auch Venue 4 ein 1,4 Zoll großes AMOLED Touch Display und bei der kleinen Version sind es dann 1,2 Zoll. Einen kleinen Unterschied gibt es dann bei der Lünette. Bei der Forerunner 570 haben wir diese hier aus Aluminium, während es bei der Venue 4 dann hier aus Edelstahl ist. Gewichtstechnisch geben sich die Uhren jetzt auch nicht viel, wobei man sagen muss, die Forerunner 570 ist etwas leichter. Die kleine Version wiegt mit Armband 42 Gramm und die große Version 50 Gramm, während die Venue 4 etwas schwerer ist. Die 41 mm Variante hat hier 46 Gramm, als auch in der großen Variante sind es dann 56 Gramm mit Armband. Und beide Uhren sind dann auf bis 5 ATM wasserdicht, das heißt also, du kannst auch ohne Probleme mit den Uhren dann hier schwimmen gehen. Und wenn wir dann einen Blick auf die Hardware werfen, ein offensichtlicher Unterschied ist dann bei der Steuerung bzw. bei den Tasten. Während wir auf der rechten Seite bei beiden Uhren noch 2 Tasten haben, bekommen wir auf der Forerunner 570 auf der linken Seite 3 Tasten, während die Garmin Venue 4 hier keine weiteren Tasten hat. Besser gesagt, die Forerunner 570 kann man auch komplett mit den Tasten steuern. Du bist also hier nicht auf das Touch-Display angewiesen. Du hast auch die Möglichkeit, hier mit einem Kurzbefehl das Touch-Display auszuschalten. Das ist einfach oben und rechts oben und links unten hier die Taste länger drücken, dann geht das. Anders sieht es bei der Garmin Venue 4 aus. Hier ist die Primärsteuerung eindeutig über Touch. Da kannst du dann Widgets auswählen und wieder rausgehen. Du hast zwar auch hier eine Rücktaste, die ist auch dabei. Aber wie gesagt, hier mit den 5 Tasten kannst du die Uhr komplett bei der Forerunner 570 steuern. Das ist gerade von Vorteil, wenn es draußen regnet. Da reagieren die Touch-Displays nämlich als manchmal nicht so besonders gut. Ein weiteres Merkmal haben wir, wenn wir die Uhren einfach jetzt mal hochheben. Können nämlich sehen, bei der Forerunner 570 ist hier komplett alles geschlossen. Bei der Garmin Venue 4 nicht. Ihr habt nämlich die Möglichkeit, mit der Garmin Venue 4 auch die Taschenlampe zu nutzen. Das heißt also, wenn wir jetzt hier länger rechts unten auf die Taste drücken, das ist jetzt bei mir draufgelegt, habt ihr einmal hier ein Weißlicht, das ihr in 4 verschiedenen Stufen einstellen könnt und ein Rotlicht. Das heißt also, hier kannst du dann auch wirklich schön die Wege ausleuchten, wenn es mal ins Dunkel kommen solltest. Eine kleine Option gibt es aber dann doch. Du hast auf der Forerunner 570 die Möglichkeit, hier links oben aufs Schnellmenü zu gehen. Dann gibt es zwar auch eine Taschenlampe, hier wird dann das Display genutzt, die Helligkeit, auch hier gibt es dann Rotlicht, aber wie gesagt, es kommt natürlich nicht an die Strahlkraft einer nativen LED-Lampe hin. Den letzten offensichtlichen äußerlichen Unterschied haben wir, wenn wir die Uhren dann umdrehen. Wir können sehen, dass beide Uhren hier den Sensor der 5. Generation haben, also den neuen Herzfrequenzsensor von Garmin. Aber wenn wir hier einfach jetzt mal im Licht so ein bisschen drehen, können wir sehen, dass wir auf der Venue 4 auf der rechten Seite so metallische Spiegel haben. Das haben wir so auf der Forerunner 570 nicht. Und was heißt das? Ganz einfach, mit der Garmin Venue 4 kannst du auch EKG aufzeichnen bzw. die EKG-App nutzen. Die gibt es so auf der Forerunner 570 nicht. Wird es auch nicht geben, weil der metallische Bereich hier fehlt und das wird auf jeden Fall benötigt, um hier EKG zu messen. Und wenn wir dann in den Bereich der Konnektivität gehen, so verfügt die Garmin Venue 4 als auch die Forerunner 570 dann über einen barometrischen Höhenmesser. Du kannst dann auch hier eine Unwetterwarnung aktivieren, beziehungsweise bekommst bei beiden Uhren dann auch ein Kompass angeboten. Interessant wird es dann, welche Sensoren mit den Uhren unterstützt werden. Wir haben jetzt hier auf der rechten Seite die Venue 4, auf der linken Seite die Garmin Forerunner 570. Und wenn wir jetzt auf Neu hinzufügen gehen, können wir eigentlich ganz gut sehen, was dann alles mit dabei ist. Beide Uhren unterstützen einmal die E-Bike-Funktion, aber auch die externe Anzeige und natürlich auch externe Herzfrequenzsensoren, die jetzt hier einen Bluetooth-Chip mit dabei haben. Beide Uhren unterstützen auch einen Laufsensor, als auch Golfsensoren und auch Kopfhörer.
Ganz interessant wird es dann hier auf der rechten Seite bei der Venue 4, was mich auch ein bisschen überrascht hat. Diese unterstützt nämlich dann auch die In-Reach-Funktion. Die haben wir so auf der Forerunner 570 nicht. Beide Uhren haben dann auch wieder hier Leuchten mit dabei, die hier unterstützt werden, als natürlich auch klassisches Leistungsmessen beim Radfahren. Und ihr könnt dann auch ein Radar verbinden. Und wenn wir dann weiter runter scrollen, können wir sehen, es wird dann auch noch ein Laufpod unterstützt, als auch ein Smart Trainer. Und da sehen wir den nächsten Unterschied. Hier kommt nämlich nicht direkt ein Smart Trainer auf der Venue 4, sondern du kannst nämlich dann auch deine elektrischen Schaltung hinterlegen. Sei es zum Beispiel von SRAM die Schaltung oder jetzt eine DY2-Schaltung. Das ist ebenfalls hier möglich. Und erst dann kommen wir auf der Garmin Venue 4 auch zum smarten Trainer. Das heißt also, auch die Schaltung sehen wir bei der Garmin Forerunner 570 nicht. Dann werden noch Smart Trainer unterstützt, als auch Trittfrequenzsensor und Geschwindigkeitssensor und auch Temperatursensoren wie zum Beispiel Core-Sensor könnt ihr ebenfalls mit beiden Uhren dann verbinden. Und wenn wir dann einen Blick auf die smarten Funktionen werfen, da ist auf jeden Fall erfreulich, dass die Forerunner 570 als auch die Venue 4 hier dieselben Funktionen haben. Das heißt also, ihr bekommt einmal Lautsprecher und Mikrofon mit an Bord. Das bedeutet, du bekommst dann auch Trainingsansagen oder du hast auch die Möglichkeit, über die Uhr dann zu telefonieren. Voraussetzung dafür ist aber, dass dann das Handy verbunden ist. Oder du kannst dann auch die Sprachsteuerung nutzen, die wird ebenfalls unterstützt, als dann auch Sprachassistenten vom Handy, die kannst du dann auch mit deiner Uhr verbinden. Sowohl die Forerunner 570 als auch die Venue 4 verfügen dann auch über einen internen Speicher von 8 GB. Das heißt also, du kannst auch mit Spotify, Amazon Music oder Deezer auch Musik offline herunterladen und über die Uhr hören. Das heißt also mit den Kopfhörern auch dann verbinden. Und du bekommst bei beiden Modellen auch das neue User Interface angeboten. Das heißt also, sowohl in Aktivitätseinstellungen, die sind hier komplett aufgeräumt, als auch die Schriftgrößeneinstellung ist hier ohne Probleme bei beiden Uhren möglich gleich einzustellen. Da habt ihr auf jeden Fall hier keine Unterschiede, wenn du dich für eine der beiden Modelle entscheiden solltest. Ganz spannend sind natürlich auch hier immer die Sport- und Fitnessfunktionen. Gerade mit der Venue 4 haben wir einige neue Funktionen erhalten. Sowohl die Forerunner 570 als auch die Venue 4 unterstützen ja die Garmin Body Battery und natürlich dann auch die Stressmessung. Ihr bekommt mit beiden Modellen dann natürlich dann auch die Herzfrequenzvariabilität angezeigt, die für euch hier ganz individuell gemessen werden. Eine Sache, die wir mit der Garmin Venue 4 erhalten haben, war dann auch der neue Health Status. Dieser wurde aber jetzt auch auf andere Uhrenmodelle ausgerollt. Also das heißt, auch auf der Forerunner 570 haben wir das nun erhalten. Wenn wir da ganz kurz reinblicken, können wir ganz gut sehen, dass für euch individuell Werte ermittelt werden. Und da wird einfach geschaut, wenn du morgens aufwachst, ob du hier Abweichung hast zum Normalwert. Können wir sehen, bei der Herzfrequenz zum Beispiel gibt es hier eine Abweichung bei der Ruheherzfrequenz. Aber auch bei der Herzfrequenzvariabilität gibt es eine Ermittlung, bei der Atmung. Und wir können auch sehen, die Daten werden hier nämlich synchronisiert. Ich habe die jetzt hier mit der Forerunner 970 aufgenommen gehabt. Das bedeutet, auch wenn du Uhren wechselst, dann hast du die Werte dann auf den anderen Uhren auch mit dabei. Und wenn wir dann schon beim Thema Schlafen sind, es gab dann noch weitere Werte mit der Garmin Venue 4. Und zwar unterstützen auch beide Uhren dann hier den Schlafcoach. Gehen einfach mal in den Schlaf hinein und unter den Schlafcoach. Da haben wir mit der Garmin Venue 4 ja neue Parameter erhalten, zum Beispiel hier den Schlafbedürfnis. Das ist bei mir aktuell normal, aber auch den Schlafrhythmus. Aber auch das wurde jetzt mit der neuesten Beta auf die Garmin Forerunner 570 ausgerollt. Wenn wir jetzt hier auf den Schlafcoach draufgehen, können wir sehen, bekommt er auch hier Schlafbedürfnis angezeigt und auch Schlafrhythmus. Und es dauert auch 3 Wochen, bis der Wert angezeigt wird. Momentan ist es leider so, dass es nicht so ganz synchronisiert wird. Wir sehen jetzt hier einmal einen Wert auf der Venue 4. Wie gesagt, nach 3 Wochen bekommt den gleichen Wert dann auch hier auf der Garmin Forerunner 570 ausgerollt oder angezeigt. Und es gibt ja noch weiter den Schlafdauer, die ist mit dabei. Das hast du mit in der Übersicht. Als natürlich dann auch die Schlafkonsistenz, also wie regelmäßig du ins Bett gehst. Da kannst du auch ebenfalls hier mit in die Analyse gehen. Und auch da gibt es keine Unterschiede mehr, egal für welche Uhr du dich dann hier entscheidest. Wo es auch keine Unterschiede gibt, ist dann beim Aktiv- und Passiv-Kalorien-Tracking. Das bekommst du sehr schön in der App angezeigt. Und auch das neue Widget für das Tracken der Nahrung, um einfach zu sehen, ob du hier genug isst. Beziehungsweise wenn du abnehmen möchtest, dann bekommst du auch hier das Ganze angezeigt. Wird auf beiden Uhren mit unterstützt. Das ist eine neue Connect Plus Funktion. Das heißt also, da musst du leider ein Abo abschließen, das zu nutzen. Ich habe es mal im Video vorgestellt, kannst du mal schauen, was das hier Garmin Neues herausgebracht hat. Und solltest du jetzt hier gehandicapt sein und solltest im Rollstuhl sitzen und suchst eine Uhr, die zum Beispiel eine Schübe ermittelt oder auch extra für dich hier Aktivitäten anbietet, die du im Rollstuhl machen kannst und aufzeichnest, so unterstützt es leider nur die Garmin Venue 4. Da gibt es dann auch eine Sturzerkennung. Das haben wir so auf der Garmin Forerunner 570 leider nicht. Ich würde mir auf jeden Fall wünschen, dass Garmin das auch für andere Uhren hier ausrollt. Das gleiche dann bei den weiteren Bedienhilfen.
Es gibt dann die Möglichkeit, Displayansagen über die Garmin Venue 4 machen zu lassen. Das heißt also, hier bekommst du auch die Uhrzeit angesagt. Das haben wir so auf der Forerunner 570 auch nicht. Was aber beide Uhren haben, das kam jetzt auch neu mit dem Beta heraus, ist dann ein Farbfilter. Das heißt also, wenn du hier Farbschwächen hast, dann kannst du auf beiden Uhren dann hier die Farben so einstellen, dass du die Uhr für dich hier besser ablesen kannst. Wenn wir dann einen Blick auf die Sport-Widgets werfen, da ist auf jeden Fall erfreulich, dass Garmin bei der Venue 4 einiges nachgeliefert hat gegenüber der Vorgängeruhren. So bekommt es sowohl auf der Forerunner 570 als auch auf der Venue 4 dann einmal das Trainingsbereitschafts-Widget. Hier siehst du auf einen Blick, ob du bereit für ein Training bist. Das gleiche ist dann auch mit dem Trainingszustands-Widget. Das hast du jetzt auch auf beiden Uhren, als dann auch den Trainingsload, damit du auch siehst, ob du hier im optimalen Bereich trainierst. Sowohl die Laufleistung als auch die Radleistung bzw. VO2 Max wird auf beiden Uhren ebenfalls unterstützt. Und du hast auch die Möglichkeit, sowohl auf der Garmin Venue 4 als auf der Forerunner 570 dann auch mit dem Garmin Coach zu trainieren. Und du kannst auch zum Beispiel auch Triathlon-Pläne hier direkt auf die Uhren drauf machen, bekommst dann auch die Trainings entsprechend auf den Uhren dann. Das ist aber noch nicht alles. Ebenfalls unterstützen beide Uhren dann auch das Wettkampf-Widget. Das heißt also, wenn du für einen bestimmten Wettkampf trainieren möchtest, dann erstellen die Uhren dann auch einen individuellen Trainingsplan, sei es für deine Zielzeit oder fürs generelle Ankommen. Und solltest du sowohl den Garmin Coach als auch das Wettkampf-Widget nicht nutzen, dann bekommst du auch tägliche Trainingsvorschläge auf beiden Uhren fürs Radfahren und auch fürs Laufen mit angezeigt. Und anders als auf der Webseite angegeben, bietet mir die Garmin Venue 4 auch tägliche Trainingsvorschläge nicht nur für Herzfrequenzbereiche an, sondern auch für die Pace. Das heißt also, da kannst du auf jeden Fall auch nach Pace trainieren. Zumindest ist bei meinem Modell der Fall. Das gleiche Phänomen haben wir dann auch beim Schwimmen. Hier wird ja bei der Garmin Venue 4 angegeben, dass zum Beispiel das Critical Swim nicht unterstützt wird, aber es ist auf jeden Fall dabei. Das heißt also, du kannst auch deinen Test machen, dann bekommst du dann hier deinen Wert heraus. Es werden auf beiden Modellen auch die Schwimmstile erkannt, als auch eine Bahnerkennung ist ebenfalls mit dabei. Das kannst du dann auch einstellen, wie lang die Bahn dann ist und dann schwimmst du einfach und dann werden die Bahnen dann hochgezählt. Eine Besonderheit haben wir dann bei der Herzfrequenzmessung, besser gesagt, wenn du einen Brustgurt trägst, sei es jetzt ein HRM Swim oder Pro oder beziehungsweise Plusgurt, dann hast du nämlich die Möglichkeit, nach dem Schwimmen die Herzfrequenzdaten auf die Uhr herunterzuladen bzw. zu downloaden. Dann bekommst du nochmal genauere Werte angezeigt, weil es kann als im Handgelenk hier zu Messfehlern kommen, wenn du hier an dieser Stelle schwimmst. Was aber sowohl die Forerunner 570 als auch die Venue 4 unterstützen, sind aber Laufeffizienzwerte am Handgelenk oder auch Laufleistungswerte. Die werden auch im Handgelenk gemessen. Das ist ebenfalls mit dabei. Im Bereich des Aktivitätstracking gibt es hier eigentlich kaum Unterschiede. Der Großteil der Sportarten wird hier mit allen beiden Uhren unterstützt. Sei es hier Laufen, Radfahren, Triathlon oder auch Mannschaftssportarten. Ich blende jetzt einfach mal die Unterschiede ein, welche Uhr hier noch speziell eine Sportart anbietet, die die andere Uhr hier nicht im Repertoire hat. Ganz interessant beim Aktivitätstracking ist natürlich dann auch die GPS-Messung. So bietet uns sowohl die Garmin Venue 4 als auch die Forerunner 570 dann das Multiband GPS an. Das heißt also, das beste GPS, was wir aktuell auf dem Markt haben. Da macht er auf jeden Fall keine Abstriche. Sowohl die Venue 4 als die Forerunner 570 haben dann auch eine Navigation mit an Bord. Besser gesagt eine Krümelnavigation. Du folgst dann hier quasi einer Linie ohne eine Karte im Hintergrund. Dabei wird auch Komoot unterstützt oder Outdoor Active oder eine Planung über Garmin Connect selbst. Du kannst dann auch Points of Interest hinterlegen, die du dann auch mit angezeigt bekommst. Einer aber aus meiner Sicht essentieller Unterschied zum aktuellen Zeitpunkt der Videoaufnahme, wir haben heute den 20. Januar, bietet uns die Garmin Venue 4 aber momentan immer noch keine ABI-Hinweise. Du bekommst zwar Hinweise, wenn du dann zum Beispiel zu einem Point of Interest kommst, zu einer Station, die du angegeben hast, das wird dann auch angesagt, aber wenn du zur Kreuzung kommst und es soll Abbiegung geben, haben wir diese Hinweise nicht. Aber auf der Forerunner 570, die ebenfalls eine Krümelnavigation hat, bietet uns dann hier Abbiegenweise. Zu guter Letzt werfen wir noch einen kurzen Blick auf die Akkulaufzeit. Dabei blende ich dir auch mal die Daten von Garmin ein und da muss ich auch wirklich sagen, die Werte, die Garmin angibt, sind hier wirklich nahe an der Realität, deswegen sind die auch wirklich sehr verlässlich. Was man sagen kann, die Unterschiede sind jetzt nicht riesig, aber es gibt auf jeden Fall Unterschiede. So hat zum Beispiel die Garmin Venue 4 eine Laufzeit in der größten Version bis zu 12 Tage ohne Always-On-Modus. Die Forerunner 570 in der großen Variante schafft bis zu 11 Tage, also wir haben hier einen Tag Unterschied. Ganz interessant ist zum Beispiel dann auch das Aktivitätstracking. So schafft die Venue 4 in der 45 mm Variante mit Multiband-GPS bis zu 17 Stunden Laufzeit, während die Forerunner 570 in der 47 mm Variante im besten GPS eine Laufzeit von bis zu 16 Stunden schafft. Ja, da komme ich auch zu meinem kleinen Fazit. Besser gesagt, welche Uhr ist für wen am besten geeignet, das hat man jetzt eigentlich hier auch im Video ganz gut erkennen können. Insgesamt muss ich sagen, das beste Preis-Leistungs-Verhältnis bekommst du aus meiner Sicht auf jeden Fall mit der Garmin Venue 4.
Einzig wenn du Navigation als Fokus hast, dann sollst du vielleicht überlegen, auf die Garmin Forerunner 75 zu gehen. Aber allein die Taschenlampe, die EKG-Funktion, ist für mich schon ein Gamechanger gegenüber der Forerunner 570. Und da frage ich mich tatsächlich, was die Garmin hier mit der Forerunner 75 eigentlich machen wollte, beziehungsweise dieses Modell ist für mich wirklich ein großes Fragezeichen. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, die Forerunner 570 ist für mich nicht der Nachfolger der 265, sondern eher die Garmin Venue 4, die mich auch sehr überrascht hat. Also auf jeden Fall für mich eindeutig der Sieger zwischen den beiden Uhren. Du kannst mir gerne einen Kommentar schreiben, was du von den beiden Uhren hältst. Für welche Uhr würdest du dich entscheiden oder vielleicht für eine andere Uhr? Schreib es mir gerne in die Kommentare, ich freue mich über einen regen Austausch. Ich habe natürlich dann auch beide Uhren mal getestet, sowohl die Venue 4 als auch die Forerunner 75. Das verlinke ich dir einfach mal, da kannst du mal reinschauen, wie die Tests gelaufen sind. Wenn dir das Video gefallen hat, lass auch gerne einen Daumen hoch da, das freut mich den Algorithmus. Ansonsten bedanke ich mich für die Zeit. Tschüss, bis zum nächsten Mal.